Ja, mein Name ist Detlef Mohr. Ich bin Regisseur und Dozent seit vielen, vielen Jahren und habe bis vor ungefähr 6 Jahren Fernsehen produziert und Filme produziert und bin jetzt ein bisschen raus aus den großen Produktionen und bin jetzt mehr in die Lehre gegangen. Und ja, und während der Berufszeit war ich also auch schon Dozent in Ilmenau an der TU in den beiden Medientechnik und Medienwissenschaften, und das war seit 1999. Also sehr viele Jahre nette Erfahrung für die Produktion, Studio, Fernsehen und alles, was so da dran war, bis zu Animationen und so. Okay, dann vielleicht mal zur Berufsfeldorientierung. Medienproduktion, was ist denn grob das Ziel der Berufsfeldorientierung? Also was sollen die Studierenden hinterher gelernt haben und was ist vielleicht so das Ja, Endprodukt, was am ja. Ende rauskommen soll? Ja, ich habe da einen schönen Einschreibetext, den werde ich einfach mal richtig vorlesen, weil das die komprimierteste Situation ist, um nicht viel drum herum zu reden. Also das geht so. Die Überschrift dieses Kurses ist eigentlich dann bei mir immer seit Jahren Filme sehen, lernen und Filme machen. Also wir, jeweils meine Lehrveranstaltungen sind nicht ganz 50-50, je nachdem, welcher Stoff gerade ansteht. Aber wir sehen immer wieder Filme, die wir analysieren, auseinandernehmen und uns sozusagen studieren an den Filmen, wie wir auch natürlich Theorie studieren. Also das Ganze geht dann so: Mit diesem Kurs gewinnen die Teilnehmenden theoretisches und praktisches Wissen, um damit einen hohen Qualitätsanspruch professioneller Kurzfilme zu erreichen. Deren Stoffentwicklung vom Plot zum Drehbuch und der Produktion vom Storyboard zum finalen Film. Während des Kurses werden hier 4 Studierende, ach so, das können wir dann hinterher noch beantworten, ja? Wie viel und wie die Gruppenarbeit ist, ja? Okay. Also das wäre das, ganz einfach gesagt, um mal kurz jetzt interpretiert. Es geht einfach darum, in diesen 2 Semestern am Ende ähm, einen wirklich professionellen Film zu haben, den man ins Netz stellen kann, der zu Wettbewerben geschickt werden kann. Genau, das ist das Ziel. Werden wir nicht immer erreichen, aber etwa 50% der Produktionen waren immer so, dass man sagen konnte, schickt sie ein und zum Wettbewerb, der hätte eine Chance. Okay. Und gibt es irgendwas von den Studierenden, was vorher erwartet wird? Also was man quasi mitbringen sollte, wenn man das machen will? Ja, im Prinzip eigentlich nicht. Es kann jeder von null ankommen und sagen, okay, ich habe sowas noch nie gemacht. Ist auch so, dass etwa immer ein Viertel derer, die sich einschreiben, noch nie etwas gemacht haben, nicht fotografiert haben und sich auch nicht befasst haben, außer natürlich mal ein bisschen mit Literatur oder im Kino waren und Filme gesehen haben. Aber es ist auch so, dass viele schon sich einschreiben, die schon produziert haben, die bei iStuff waren, die selber auch schon mal irgendwo im Praktikum waren und Filmproduktion miterlebt haben. Also so ist es. So, es geht so also die Einschreibungen sind begrenzt, 20 Studierende. Und da liegt es immer so, dass es ein gutes Gemisch gibt. Hm. Ja, wie läuft das Ganze dann ab? Also das läuft, denke ich mal, in Gruppen ab. Aber wie ist das so ein bisschen aufgebaut, der gesamte Kurs? Ja, und einfach so, wie funktioniert das Ganze? Ja, ne, das funktioniert einfach so, dass wir uns am Anfang meistens habe ich ja glücklicherweise noch einen wissenschaftlichen eine wissenschaftliche Hilfskraft, also wie wir so schön frech sagen, ein Hiwi, der stellt mir dann einen Fragebogen, den wir längst schon mal etabliert hatten, zusammen mit den neuen Namen, und dann werden alle, die sich eingeschrieben haben, befragt, wie haben Sie denn was wissen Sie denn eigentlich schon in Sachen vom Filmemachen? Und dann mischen wir das so, dass also die 5 Teams, die dann entstehen, vier Studierenden, die dann so gemischt sind, dass also nicht alle, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, in einem sind, sondern dass es wirklich ein bisschen durch das Wissen und die Erfahrung geht, die wir dann sozusagen ausnutzen. Und die noch nie etwas getan haben, in einem Team sind, in dem vielleicht ein, zwei drin sind, die schon etwas Erfahrung haben. Und was genau, das ist vielleicht die wichtigste Frage von allen, was genau macht jetzt diesen Kurs, diese Berufsfeldorientierung so besonders gegenüber den anderen? Also warum sollte man sich jetzt genau für die entscheiden?
Naja, ganz einfach, weil es sehr viele Aspekte gibt. Erstens, weil wir fördern die Teambildung. Wir fördern äh, also ein technisches Denken und wir fördern auch ein künstlerisches Denken. Und wir werden also mit dieser Art, wie wir arbeiten, Schritt für Schritt rangeführt an ein Produkt, das ja eigentlich ein relativ ungewöhnliches ist für eine Zeit von 2 Semestern. Und das ist eigentlich das, was der Kern des Ganzen ist, von der ersten Minute an, in der ich sage, was ist denn eigentlich Film? Was machen wir denn da? Und wir ganz einfach die erste Veranstaltung steht in dem Zeichen, was passiert denn alles, wenn gedreht wird? Bis dahin wisst ihr eigentlich, was da los ist, wenn ein Film produziert wird? Und dann fangen wir an mit einem Plot und dann vom Plot dann weiter Figurenentwicklung und also wirklich das ganze Konstrukt der Stoffentwicklung ist natürlich Lernen, wie schreibe ich sowas? Das ist nicht, ein Drehbuch schreiben ist nicht Literatur, es ist eine völlig andere Art zu schreiben. Es ist eine andere Art zu schreiben, ein Exposé über einen Film zu schreiben. Auch natürlich dann ein Treatment, der nächste Schritt. Also alle diese Schritte werden durchgearbeitet. Das heißt also, es ist ein Training literarisch zu arbeiten für den Film und gleichzeitig auch natürlich lernen, wie bringe ich das nachher zu einem Videofilm, wie auch immer, wie ich es produzieren will. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folg uns auf unseren Social-Media-Kanälen.